Evangelische und orthodoxe Christen als solche können laut Kanon 11, CC 1983 und so weiter nicht als Schismatiker bezeichnet werden. Derartiges wäre nicht mit der Ekklesiologie des Vatikanum II zu vereinbaren. Jedenfalls, wenn wir Schismatiker wären, dann wären wir jedenfalls die ersten Schismatiker in der Kirchengeschichte, die den Papst anerkennen. Der Tatbestand der Konsekration eines Bischofs ohne päpstliche Erlaubnis ist in sich keine schismatische Handlung. Ja, liebe Mitbrüder, ich war bereits 1988 Mitglied der Priesterbruderschaft, nicht als Priester, aber als Seminarist, und habe die Diskussionen, die damals hier stattgefunden haben, natürlich hautnah miterlebt. Die Möglichkeit einer Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat war damals ganz besonders im deutschen Sprachraum sehr umstritten. Und die Gegner einer Bischofsweihe führten damals vor allen Dingen zwei Argumente ins Feld, die auch mich einige Zeit lang verunsichert haben. Das erste Argument: Eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat führt automatisch zu einem Schisma, selbst wenn der Weihende und der geweihte Bischof das nicht wollen. Und zweites Argument: Solche Bischöfe sind keine rechtmäßigen Spender der Sakramente, wie bereits das Konzil von Trient definiert hat. Ich werde jetzt in diesem ersten Vortrag zu dem ersten Argument Stellung nehmen und dann eben auch zu der Frage, ob es erlaubt sein kann, dem Papst zu widerstehen. Also die erste Frage: Führt eine unerlaubte Bischofsweihe automatisch zu einem Schisma? Jetzt muss man zuerst wissen, was ein Schisma ist. Schisma wird definiert als die grundsätzliche Ablehnung der päpstlichen Autorität und der Gemeinschaft mit den anderen Bischöfen, aber niemals mit einem einzelnen Akt des Ungehorsams. So definiert auch das heute geltende Kirchenrecht im Kanon 751. Schisma nennt man die Verweigerung der Unterordnung unter dem Papst oder der Gemeinschaft mit den diesen untergebenen Gliedern der Kirche. Und der Kanon 1382, der dann eben die Strafe für eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat festlegt, der steht im Kirchenrecht nicht unter dem Titel Straftaten gegen die Einheit der Kirche, sondern unter dem Titel Amtsanmaßung und Amtspflichtverletzung. Damit ist die Aussage des Kirchenrechtes schon klar und eindeutig: Eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat stellt nicht ipso facto ein Schisma dar. Und ich werde das auch noch dann mit Zitaten von renommierten Kirchenrechtlern belegen. Zweifellos kann eine solche Bischofsweihe ein Schisma begründen. Das war der Fall bei den Bischofsweihen in China in den 1950er Jahren, durch die eine von Rom unabhängige chinesisch-katholische Kirche begründet wurde. Die Priesterbruderschaft hat immer gesagt, dass sie keine eigene von Rom unabhängige Kirche gründen will. Und wir haben wirklich in diesen 38 Jahren, die seither verflossen sind, bewiesen, dass wir kein Schismatiker sind.
Nicht so nennen wir immer im Kanon der Messe den Papst und den Ortsbischof. Gut, manche sagen, das genügt nicht, aber jedenfalls, wenn wir Schismatiker wären, dann wären wir jedenfalls die ersten Schismatiker in der Kirchengeschichte, die den Papst anerkennen. Und bei der Romwallfahrt im Jahr 2000 hat ja dann wirklich auch eine italienische Zeitung getitelt, es sei das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass 5000 Schismatiker nach Rom pilgern. Es ist ja auch nicht so, dass wir gar nichts vom Papst oder den Bischöfen annehmen würden. Die neue Ablassordnung zum Beispiel haben wir angenommen, als in der Corona-Zeit gewisse Erleichterungen für die Gewinnung der Allerseelenablässe gegeben wurden, haben wir die an unsere Gläubigen weitergegeben. Wenn wir für unsere Eheschließungen eine Delegation bekommen, dann nehmen wir sie an. Und als Johannes Paul II. 1994 endgültig festlegte, dass die Kirche keine Vollmacht hat, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen oder Frauen die Priesterweihe zu spenden, da haben wir das begrüßt. Nicht, wenn wir Schismatiker wären, dann hätten wir gesagt, ist ja schön, dass Karol Wojtyla auch diese Einsicht jetzt hat, aber es interessiert uns eigentlich nicht. Denn so handeln die wirklichen Schismatiker, zum Beispiel die schismatischen Orthodoxen in der Ostkirche. Sie glauben ja auch, mindestens zum großen Teil, an die unbefleckte Empfängnis Mariens und an ihre leibliche Aufnahme in den Himmel. Aber sie nehmen das nicht als Dogma an, weil das eben vom römischen Papst als Dogma verkündet wurde, den sie nicht anerkennen und den sie nicht für unfehlbar halten. Und jetzt passen Sie auf, im Lexikon für Theologie und Kirche, der 3. Auflage, also der derzeit aktuellen, schreibt Elmar Guthoff im Artikel Schisma, römisch 4, kirchenrechtlich, evangelische und orthodoxe Christen als solche können laut Kanon 11, CC 1983 und so weiter nicht als Schismatiker bezeichnet werden. Derartiges wäre nicht mit der Ekklesiologie des Vatikanum II zu vereinbaren. Also das heißt, echte Schismatiker wie den Papst und die Konzilien der letzten Jahrhunderte nicht anerkennen, die darf man nicht mehr als Schismatiker bezeichnen. Aber solche, die den Papst und die Bischöfe anerkennen, die einfach nur katholisch bleiben wollen, die soll man als Schismatiker bezeichnen. Also wir sind die Einzigen, die es heute noch gibt. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass unsere Bischöfe ausdrücklich nur Weihbischöfe sind. Sie beanspruchen keinerlei Jurisdiktion, das heißt Leitungsgewalt. Das hat ja auch der Generalobere in seinem Schreiben vor einigen Tagen an Kardinal Fernandes nochmal betont. Bischof Felle war zwar 24 Jahre lang Generaloberer, aber das hatte nichts mit seinem Bischofsamt zu tun, sondern er war eben vom Generalkapitel zweimal zu diesem Amt gewählt worden. Aber seit 2018 ist er nicht mehr Generaloberer und untersteht jetzt als Mitglied der Priesterbruderschaft einem einfachen Priester. Nicht, wenn wir Schismatiker wären, dann würden wir Großdiözesen bilden, würden einen Bischof für den deutschsprachigen Raum einsetzen, einen für Frankreich, einen für Amerika oder den USA und einen für Südamerika, die dann die Aufgaben eines Bischofs in dieser Gegend übernehmen. Aber um noch nicht mal den Eindruck zu erwecken, als würden wir so etwas tun wollen,
haben ja unsere Bischöfe sich beständig abgewechselt in der Spendung der Weihen und der Firmungen. Also es ist immer ein anderer gekommen zu den Weihen. Auch die Firmenreisen hat immer ein anderer Bischof vorgenommen. Es wäre ja am einfachsten gewesen, wenn in Deutschland immer Bischof Welle gefirmt hätte. Aber jedenfalls nicht. Man hat absichtlich hier immer wieder getauscht, um nicht den Eindruck zu erwecken, als sei jetzt irgendein Bischof für ein Gebiet zuständig. Und sehr bald, nach 1988, haben dann auch schon renommierte Kirchenrechtler festgestellt, dass die Bischofsweihen von Erzbischof Lefebvre kein Schisma verursachten. So erklärte Kardinal Castrillo Lara, Doktor des Kirchenrechts und Präsident der Päpstlichen Kommission für die authentische Interpretation des Kirchenrechts: Der Tatbestand der Konsekration eines Bischofs ohne päpstliche Erlaubnis ist in sich keine schismatische Handlung. Das hat er schon im Oktober 1988 gesagt. Und eben, er ist der zuständige Mann. Er war der Präfekt der Kommission für die authentische Interpretation des Kirchenrechts. Und er hat auch dann diese Unterscheidung gemacht, dass es eben im Kodex zwei Abteilungen gibt. Eine, die Straftaten gegen die Einheit der Kirche betrifft, und darunter fällt eben diese Straftat nicht, sondern die Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag ist eine Straftat gegen die Pflichten eines bestimmten Amts. Auch Graf Neri Capponi, der war Professor für Kirchenrecht an der Universität Florenz, sagte, dass eine Bischofsweihe gegen den Willen des Papstes noch kein Schisma begründet. Er sagte, er muss mehr tun. Hätte er zum Beispiel seine eigene Hierarchie aufgebaut, dann wäre es ein schismatischer Akt gewesen. Tatsache ist, dass Erzbischof Lefebvre einfach gesagt hat, ich weihe Bischöfe, damit meine Weihegewalt erhalten bleibt. Sie nehmen nicht den Platz anderer Bischöfe ein. Ich schaffe keine Parallelkirche. Daher war diese Handlung in sich nicht schismatisch. Und sogar im berühmten münsterischen Kommentar zum Codex Juris Canonici, darauf hat mich Dr. Barth aufmerksam gemacht, schreibt Klaus Lüdicke, wenn Lefebvre sein Verhalten als Stehen in der wahren katholischen Lehre versteht, hat er keinen Vorsatz zur Straftat des Schismas. Und ich habe hier auch noch einen Brief, den Professor Dr. Georg May im Jahr 2003 jemandem geschrieben hat, der eben Bedenken hatte, ob er in einer unserer Schulen eine Stellung annehmen darf. Professor May ist ebenfalls ein renommierter Kirchenrechtler, der ja sogar von Benedikt XVI. Dann zum Prälaten erhoben wurde. Und er schreibt, Schisma besagt die Aufkündigung der Unterordnung unter den Papst. Daran kann bei der Priesterbruderschaft keine Rede sein. Sie geht, durch die Umstände gezwungen, einen Sonderweg, wie es viele Männer der Kirche und kirchliche Gemeinschaften im Laufe der Kirchengeschichte getan haben. Das Dekret des Präfekten der Kongregation für die Bischöfe vom 1. Juli 1988 bezichtigt Lefebvre nicht, ein Schisma begründet zu haben, sondern durch die unerlaubte Bischofskonsekration eine schismatische Handlung gesetzt zu haben. Als schismatische Handlung ist wohl ein Akt zu bezeichnen, der ins Schisma führt oder ein Schisma begründet. Diese Behauptung ist falsch. Und er führt dann auch wieder an, dass der Kanon eben nicht unter dem Titel der Straftaten gegen die Einheit der Kirche steht.
Aus dieser Systematik ergibt sich, dass die Bezeichnung der unerlaubten Bischofskonsekration als schismatische Handlung nicht zutrifft. Sie ist an sich, das heißt ohne Berücksichtigung der Umstände, ungehorsam gegen die höchste kirchliche Autorität. Ungehorsam begründet kein Schisma. Wenn Ungehorsam ein Schisma begründen könnte, dann müsste dieser Vorwurf zuerst gegen die deutschen Bischöfe erhoben werden. Von ihren wiederholten Akten des Ungehorsams erinnere ich nur an die Königsteiner Erklärung. Damit haben sie sich in einen Gegensatz zum höchsten Lehramt der Kirche gebracht. Beim Ungehorsam der deutschen Bischöfe handelt es sich um einen Verstoß gegen die Lehre der Kirche. Und dieses Vergehen ist viel ernster und schwerwiegender als eine Verfehlung gegen die Disziplin, die der Pfeffer vorgeworfen wird. Doch Ungehorsam und Schisma sind inkomparabel. Rom hat ja dann auch niemals erklärt, wer eigentlich zu diesem Schisma gehören soll. Also Johannes Paul II. Sprach auch am 2. Juli von einem schismatischen Akt, am 2. Juli 1988. Aber eben wer gehört zu diesem Schisma? Es hieß immer nur, die Bischöfe seien exkommuniziert. Schon auf die Priester, in Bezug auf die Priester gab es keine solche Erklärung. Man sagt immer wieder, sie seien suspendiert, aber es gibt keine Erklärung, dass sämtliche Priester der Bruderschaft jetzt exkommuniziert sind. Noch nicht einmal diejenigen, die sich von diesen neuen Bischöfen haben weihen lassen. Und in Bezug auf die Gläubigen hat man schon erst recht niemals eine Exkommunikation verhängt. Allerdings hatte am 1. Mai 1991 der Bischof von Honolulu auf Hawaii einige Mitglieder der traditionellen Gemeinde dort exkommuniziert, weil sie eine Firmung organisiert hatten von einem unserer Bischöfe. Und diese haben sich in Rom beschwert und die Glaubenskongregation und der Kardinal Ratzinger hat am 28. Juni 1993 diese Strafe aufgehoben. Nicht mit der Begründung, es handelt sich nicht um schismatische Akte im strengen Sinn. Ja, und im Laufe der Zeit war ja dann auch immer weniger von Schisma die Rede. 1993 sagte der Kardinal Kessedy, es handelt sich hier um eine innerkirchliche Angelegenheit. Die Bruderschaft bilde keine eigene Kirche. Und 1997 erklärte der Sekretär der Päpstlichen Kommission Ecclesiae, Monsignore Camille Perl, gegenüber der Schweizer Tageszeitung Le Matin in Bezug auf die sogenannten Lefebvrianer: Niemand leugnet, dass sie Katholiken sind. Also die Bischofsweihen bildeten kein Schisma, waren allerdings ein Akt des Ungehorsams. Kann es Gründe geben, dem Papst ungehorsam zu sein? Der Papst hat zweifellos eine große Autorität. Sicherlich die höchste Autorität, die ein Mensch hier auf der Erde hat. Aber wie jeder Mensch, der Anteil an der Autorität Gottes hat, kann er seine Autorität missbrauchen. Und in diesem Fall soll und darf man ihm nicht gehorchen. Nehmen wir den Vergleich, ein Kind soll seinen Eltern gehorchen. Das gehört zum 4. Gebot. Ist das ein göttliches Gebot? Ein Kind soll seinen Eltern gehorchen. Und wenn ein Vater seinem Sohn befiehlt, er soll in den nächsten Supermarkt gehen und ihm eine Flasche Whisky stehlen, dann darf der Sohn ihm nicht gehorchen. Und damit kündigt er nicht die Vaterschaft auf. Er sagt damit nicht, du bist nicht mehr mein Vater. Er sagt nur einfach, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also auch dem Vater darf man nicht gehorchen, wenn er was Schlechtes befiehlt. Aber damit hört der Vater nicht auf, Vater zu sein. Und so soll auch ein Katholik
besonders ein Priester oder sogar ein Bischof, dem Papst gehorchen, das ist ganz klar. Aber wenn der Papst ihm etwas befiehlt, was gegen den Glauben ist, dann darf er ihm nicht gehorchen. Wenn der Papst ihm zum Beispiel befiehlt, jetzt zu verkünden, dass alle Religionen Wege zu Gott sind, dann soll ein Bischof ihm nicht gehorchen. Oder wenn der Papst einem Bischof befiehlt, seine Seminaristen in Hochschulen zu schicken, in denen Häresien gelehrt werden, dann wird er ihm auch nicht gehorchen, oder soll ihm auch nicht gehorchen. Das genau war der Fall von Erzbischof Lefebvre schon im Jahre 1975. Nicht Rom hatte die Priesterbruderschaft aufgelöst und wollte, dass also auch das Seminar in Econ natürlich aufgelöst wird und die Seminaristen an die Hochschulen, die normalen Diözesanseminare geschickt werden. Nicht, wo erwiesenermaßen Häresien ausgestreut wurden und bis heute werden. Nicht, die beiden Visitatoren, die damals Econ besucht haben, zwei Prälaten, haben selbst heretische Thesen vertreten, also haben mindestens die Auferstehung in Zweifel gezogen, die Auferstehung Christi. Nicht nur genauso wenig konnte der Erzbischof die Gläubigen, die sich jetzt um unsere Gemeinden angefangen haben zu scharen, weil sie eben in ihrem Verein den Glauben nicht mehr wiederfanden, er konnte sie nicht wieder diesen Verein zurückschicken. Man darf den Papst nicht mystifizieren. Er hat, wie gesagt, zweifellos ein hohes und heiliges Amt, die höchste Autorität, die es auf Erden gibt. Aber das heißt nicht, dass alles, was er tut und sagt, richtig ist. Und das heißt auch nicht, dass er der Kirche keinen Schaden zufügen kann. Die Unfehlbarkeit des Papstes ist auf einige außerordentliche Fälle beschränkt. Nicht als Honorius I. im Monothelististenstreit sich auf die Seite des Irrlehrers Sergius stellte, der ihn getäuscht hatte, und dem heiligen Sophronius, der die katholische Sache verteidigte, Stillschweigen auflegte, hat er zweifellos der Kirche geschadet und ist deswegen ja auch vom dritten Konzil, von Konstantinopel, sogar als Heretiker verurteilt worden. Und es scheint so, dass Papst Leo II. Diese Verurteilung zwar bestätigt hat, aber nicht als Heretiker, sondern nur wegen Vernachlässigung seiner Pflicht. Also er schreibt, der Papst Honorius habe zugelassen, dass die Kirche befleckt wurde. Und so widerstand schon der heilige Paulus dem heiligen Petrus, als dieser aus falscher Rücksicht gegen die Judenchristen vom Tisch der Heidenchristen sich zurückzog und damit die Gefahr einer Spaltung hervorrief. Paulus schreibt im Galaterbrief, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er zu tadeln war. Und der heilige Thomas von Aquin kommentiert das, über ganz ähnliche Worte finden Sie auch bei anderen Kirchenlehrern. Wo der Glaube bedroht wäre, müssten die Würdenträger von ihren Untergebenen sogar in der Öffentlichkeit angeklagt werden. So stellte der heilige Paulus, der dem heiligen Petrus untergeben war, diesen wegen der drohenden Gefahr des Ärgernisses in einer der Glauben betreffenden Angelegenheit öffentlich zur Rede. Und wie die Glosse des heiligen Augustinus sagt, gab der heilige Petrus selbst den Höherstehenden ein Beispiel, dass sie, falls sie jemals sich abwenden würden, dass sie diese Mahnung annehmen sollten. Und es gibt ja dann auch diese Aussagen von Suarez und vom heiligen Kardinal Bellarmin, dass man dem Papst widerstehen darf, dass man so wie ein Papst in den Körper anfällt,
so wie man dem widerstehen kann, dass ich widerstehen darf, so darf man auch einen Papst widerstehen, der den Glauben angreift. Oder Kardinal Bellarmine spricht sogar davon, dass ein Papst, der versuchen würde, die Kirche zu zerstören, dass man diesem Papst widerstehen sollte. Also immerhin zeigt es auch, dass Bellarmine es für nicht völlig ausgeschlossen hält, dass einmal ein Papst versucht, die Kirche zu zerstören. Nicht aus all dem ergibt sich klar, dass es natürlich im gegebenen Fall erlaubt ist, dem Papst auch Widerstand zu leisten. Nun gibt es gerade einige konservative Katholiken, die immer wieder sagen, nein, das kann nicht sein, man darf dem Papst nicht widerstehen, man muss das alles der Vorsehung anvertrauen und darf außer Beten nichts tun. Darauf würde ich antworten, erstens, dass das höchstens eine private Meinung sein kann. Das ist, wie wir gesehen haben, nicht die Lehre der Kirche und nicht die Lehre der großen kirchlichen Lehrer, dass man dem Papst niemals widerstehen dürfte. Und zweitens würde ich antworten, dass natürlich wir ein großes Vertrauen auf die Vorsehung Gottes haben müssen, aber das bedeutet nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen. Gott wirkt eben, wie der heilige Thomas und andere wieder sagen, durch zwei Ursachen, dass ein gewaltiges, wunderbares Eingreifen in die Geschichte durch Gott auf wunderbare Weise ist etwas sehr Seltenes. Normalerweise wirkt Gott durch uns Menschen und nicht so sollen wir eben bei allem Vertrauen, das wir natürlich zu Gott haben müssen, auch das tun, was wir selbst tun können. Nicht als der heilige Athanasius im Streit mit dem Arianismus stand, hat er auch nicht sich einfach nur zurückgezogen in ein Kloster oder in eine Höhle und hat dann nur darum gebetet, dass Gott die Arianer überwinden möge, sondern er hat widerstanden und er hat den Glauben von Nicäa verteidigt. Er hat auch sämtliche Kompromissformeln eben abgelehnt, die in der damaligen Zeit im Umlauf waren. Und in dieser Hinsicht war diese Zeit auch schon ein bisschen ähnlich wie unsere. Es gab nicht nur die strengen Arianer, es gab auch solche, die Kompromisse suchten, die auch Synoden, die zweideutige Formulierungen geprägt hatten, erlassen hatten, die man richtig und auch falsch verstehen konnte. Jeder konnte ein bisschen das verstehen, was er wollte. Und Athanasius hat das abgelehnt, dem zuzustimmen. Er hat hier immer wieder keine Ruhe gegeben und ist deswegen ja auch dann als ein ewiger Störenfried beschimpft worden. Und so ist es keineswegs unsere Pflicht, jetzt in dieser Krise einfach nichts zu tun, sondern die Möglichkeiten, die wir haben, um dieser Krise zu begegnen, die sollen wir auch ausschöpfen.